Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Stark vereinfacht. Ich bin der Achim und heute geht es um die Autofokus-Funktion. Hier am Beispiel von der Sony Alpha 7 III. Letztes Mal habe ich ja schon über die Autofokus-Methoden, also wie das Ganze funktioniert, erzählt. Wenn euch das interessiert, blende ich das hier oben ein. Inhaltlich schauen wir uns die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Funktionen der Kamera an. Es gibt den Einzelbild-Autofokus, den kontinuierlichen Autofokus und den automatischen Autofokus. Kommen wir zur ersten Einstellung. Bei der Kamera heißt es AFS und AFS steht für Autofokus Single oder auch Einzelbild-Autofokus. So, wenn man jetzt den Auslöser drückt, merkt man einen gewissen Druckpunkt und wenn man den Druckpunkt erreicht, dann stellt die Kamera eben das Bild zu dem Zeitpunkt scharf. Beim Einzelbild-Autofokus ist es so, dass man eben, wenn man den Druckpunkt erreicht, eben das Bild einmal scharf gestellt wird. Das heißt, wenn man dann die Position der Kamera verändert, wird das Motiv wieder unscharf. Und natürlich ist es so, wenn man den Druckpunkt dann durchdrückt, wird die Aufnahme eben das entsprechende Bild scharf aufgenommen. Wie schon eingangs erwähnt, heißt der Kameramodus bei mir eben an der Kamera AFS. Bei anderen Herstellern kann der natürlich auch unterschiedlich heißen. Ja, für was ist denn diese Autofokus-Einstellung jetzt eigentlich gut? Es ist so, dass die Kamera das Bild jetzt einmal scharf stellt, wenn ich den Auslöser halb durchdrücke. Wenn ich jetzt eine bewegende Aufnahme habe, ist es natürlich dann schwierig, weil unter Umständen sich das Motiv dann aus dem Schärfebereich der Kamera eben rausbewegt. Kommt ein bisschen darauf an, welche Blendenzahl das eingestellt ist, weil die Blendenzahl bestimmt ja auch den Bereich der Schärfe, den man aktuell fotografieren kann. Das heißt, umso niedriger die Blendenzahl ist, umso kleiner ist auch der Schärfebereich. Umso leichter verlässt natürlich auch das Motiv dann die Schärfe und das Bild wird unscharf. Deshalb ist der Einzelbild-Autofokus auch nur bedingt nutzbar für bewegende Objekte. Wir nutzen ihn hauptsächlich für Porträtaufnahmen oder Makroaufnahmen oder Landschaftsfotografien oder sonstige Aufnahmen, wo man eben keine bewegenden Motive fotografieren will. Ja, bedingt für bewegende Objekte heißt natürlich, man kann das schon machen. Also das heißt, man kann auch den Autofokus nutzen für bewegende Objekte. Allerdings, ich für meinen Teil würde bei solchen Situationen immer auf den manuellen Fokus wechseln, den Fokus eben entsprechend einstellen und wenn das Motiv dann in der Position ist, dann würde ich den Auslöser drücken. Grundsätzlich gilt, dass bei der Funktion die Präzision bzw. die Schärfe natürlich schon gut sind. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass wenn man den Fokus eben durch den Auslöser eingestellt hat, dass jegliche Bewegungen in der Kamera bzw. Positionsveränderungen in der Kamera natürlich die Aufnahme im Endeffekt dann unscharf machen können. Das heißt, am besten fokussieren und dann möglichst schnell auch den Auslöser durchdrücken, damit man da eine ordentliche Aufnahme hat. Des Weiteren ist es so, dass der Autofokus eigentlich nur für Fotografie gilt, weil beziehungsweise bei der Videografie ist die Funktion des Autofokus komplett deaktiviert, zumindest bei der Kamera. Die zweite Einstellung der Kamera heißt AFC. AFC steht für kontinuierlicher Autofokus. Wie es im Namen dann jetzt schon heißt, der regelt quasi permanent nach und ist besonders gut für bewegende Objekte. Auch hier ist es so, der heißt jetzt bei meiner Kamera AFC, aber bei anderen Herstellern kann der natürlich anders heißen. Nun, wann verwendet man denn jetzt den kontinuierlichen Autofokus? Naja, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, für bewegende Objekte, wie zum Beispiel in der Sportfotografie oder in der Tierfotografie, wo man eigentlich ein Motiv hat, das sich bewegen kann. Auch mit dem Modus ist es natürlich möglich, statische Aufnahmen zu fotografieren. Hier ist allerdings nachteilig, dass die Kamera permanent versucht nachzuregeln und wenn man Pech hat, regelt die nach und gerade in dem Moment drückt man den Auslöser und erhält dann wieder ein unscharfes Bild. Ja, quasi ein ähnlicher Effekt wie bei dem Einzelbild-Autofokus. Die Funktion hat noch einen weiteren Nachteil. Im Gegensatz zum Einzelbild-Autofokus regelt ja der Modus permanent nach. Das heißt, es braucht auch eine gewisse Zeit. So ist es halt dann auch nicht verwunderlich, dass wenn man jetzt Serienbildaufnahmen macht, also wenn die Kamera mehrere Bilder hintereinander schießen soll, eben im kontinuierlichen Autofokus-Modus versucht nachzuregeln und dann natürlich langsamer die Bilder nur aufnehmen kann. Der kontinuierliche Autofokus hat natürlich den Vorteil, dass man auch bewegende Objekte fotografieren kann.
Jetzt kommt es natürlich auch stark auf die Einstellungen der Kamera an, ob die Aufnahme wirklich scharf wird. Hier möchte ich zum Beispiel mal auf die Belichtungszeit hinweisen. Das ist die Zeit, wie lang der Bildsensor belichtet wird, eben um die Aufnahme zu machen. Hat man jetzt ein bewegendes Bild, ist es natürlich so, dass wenn die Belichtungszeit hoch ist, dann kann es passieren, dass das Motiv eben verschwimmt und dann im Endeffekt eine unscharfe Aufnahme rauskommt. Da muss man ein wenig aufpassen. Am besten, wenn ihr bewegende Aufnahmen habt, versucht ihr die Belichtungszeit so niedrig wie möglich zu halten, wenn ihr eine scharfe Aufnahme haben wollt. Ja, der AFC-Modus kann man natürlich sowohl für die Fotografie als auch für die Videografie nehmen. Fotografie, bewegende Aufnahmen, haben wir ja schon 100-mal gesagt. Und bei der Videografie ist er standardmäßig eingesetzt, weil da funktioniert der Einzelbild-Autofokus natürlich nicht. Und beim Video ist es natürlich so, man möchte natürlich keine statische Aufnahme beim Video machen, weil sonst braucht man kein Video machen, sondern man hat immer bewegende Bilder, die man auch permanent nachregeln muss. Deswegen ist es auch so, dass der immer eingestellt ist. Ja, die letzte Einstellung der Kamera ist der AFA-Modus. AFA steht für automatischer Autofokus. Hier ist es so, dass die Kamera dann entscheidet, ob jetzt der kontinuierliche oder der Einzelbild-Autofokus eben verwendet wird. Das setzt man dann unter anderem ein, wenn man nicht vorher weiß, eben welche Situation einem erwartet. Also wenn ich jetzt spontan unterwegs bin und mache spontane Aufnahmen, dann ist es eigentlich sinnvoll, den Modus einzustellen. Oder nochmal ein konkreteres Beispiel. Ich bin mit meiner Familie im Urlaub und wir planen einen Ausflug. Wir gehen dann in den Tierpark und dort machen wir natürlich auch Porträtfotos. Ja, und genauso fotografieren wir auch die Tiere. Vielleicht sind auch sogar Vögel dabei, die hin und her fliegen. Dort macht es durchaus Sinn, wenn man auch spontan zwischendrin Aufnahmen machen will, eben auf den AFA-Modus zu wechseln. Ja, das ist natürlich auch der Einsatzzweck von dem Modus. Eben, ich weiß nicht genau, was ich eben fotografieren will. Ich bin spontan irgendwie unterwegs und dann stelle ich den ein. Da muss ich nicht permanent hin und her schalten und bin eigentlich immer gut vorbereitet für jede Art von Situation. Aber das Ganze hört sich jetzt vielleicht so an, wie wenn das ein perfekter Autofokus ist es aber leider nicht. Und es führt uns natürlich zur Frage, warum man den Modus nicht immer einstellt. Ja, es ist so, dass natürlich eine gewisse Zeit vergeht, wenn die Kamera versucht, eine Entscheidungsfindung herzustellen, ob man jetzt den Einzelbild oder den kontinuierlichen Modus eben verwendet. Und das ist natürlich der Nachteil, wenn man dann sehr schnelle Bewegungen hat, dass unter Umständen die Kamera dann nicht mehr nachkommt und auch das Bild dann entsprechend nicht fokussieren kann. Zum Schluss gehen wir jetzt noch auf die Autofokus-Fensterfunktion der Kamera ein. Es ist nämlich so, dass nicht immer das komplette Bild eben versucht wird scharf zu stellen, sondern man kann auch verschiedene Fensterfunktionen einstellen und da gehen wir jetzt genauer drauf ein, was die können und was die machen. Die erste Einstellung, die wir uns anschauen, heißt breites Feld. Ja, wie der Name schon sagt, wird hier versucht, das komplette Sichtfeld oder fast das komplette Sichtfeld zu fokussieren. Das heißt, es ist eine recht große Einstellung im Sichtfeld, wo eben versucht wird, Objekte zu fokussieren. Ja, die nächste Einstellung ist die Einstellung Feld. Hier kann man am Touchscreen den Fokuspunkt eben setzen, wo man den haben will, beziehungsweise über die Navigationstasten kann man den eben auch einstellen, wo man im Bild dann im Endeffekt den Fokus eben setzen will. Dann gibt es die Einstellung Mitte. Ja, auch hier, wie der Name schon sagt, wird hier versucht, in einem gewissen Bereich in der Mitte eben der Fokus zu setzen. Ja, das macht man zum Beispiel bei so einer Videoaufnahme wie hier, wo ich recht mittig eben drin sitze, wird es zum Beispiel eingestellt. Die letzte Einstellung, die wir uns jetzt anschauen wollen, heißt Flexibel Spot. Hier kann man wie beim Feld über ein Touchscreen eben den Punkt setzen, wo man fokussieren will, beziehungsweise über die Navigationstasten kann man das einstellen. Und dann kann man noch zusätzlich, das geht beim Feld jetzt nicht, eben die Größe des Bereichs einstellen, was fokussiert werden soll. Ja, ich wollte jetzt zum Schluss nur die Autofokus-Fenster eben noch kurz anschneiden. Man könnte das jetzt alles mit Beispielen noch untermauern und das alles noch ein bisschen genauer ausarbeiten. Wenn euch das interessiert, schreibt mir doch in den Kommentaren, dann mache ich noch ein Video dazu. Okay, kommen wir zum Ende des Videos. Danke, dass du dran geblieben bist und mich so weiter unterstützt. Lass mir doch einen Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere mich, um mich einfach weiter zu unterstützen.
Schau das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, stark vereinfacht. Bis dann, mach's gut, ciao.